Der Hyundai Insta fährt getarnt schon seit einer Weile bei uns in Deutschland durch die Gegend. Und nun wurde das neue Kleinst-SUV mit für diese Größe beeindruckender Reichweite offiziell bestätigt. Alles, was man aktuell zum Hyundai Insta wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Mitte 2022 bestätigte Andreas Christoph Hofmann, Marketingchef von Hyundai Motor Europe, Pläne für ein bezahlbares elektrisches Auto für den alten Kontinent. Er sagte, es werde preislich irgendwo in der Region um 20.000 Euro liegen. Und dass es schwierig sei, ein günstiges Elektroauto zu entwickeln. Nicht nur wegen des niedriger Preis-Profit-Dilemmas, sondern auch aufgrund der Packaging-Probleme, die kleine Autos betreffen. Das Mikro-SUV ist als Hyundai Kaspa seit 2021 in Südkorea erhältlich. Zu uns hat er es bisher nicht geschafft. Zumindest nicht in seiner ursprünglichen Form mit 1 Liter Dreizylinder-Benziner. Jetzt sieht es aber so aus, als wollte Hyundai den Zwerg mit Elektroantrieb nach Europa bringen. Hyundais neues Auto wird übrigens nicht den i10 ersetzen. Die Koreaner haben bereits versichert, dass ihr A-Segment-Auto eine Neuauflage erhalten wird. Erst dieses Jahr gab es ein Facelift der aktuellen Generation, gleiches gilt für den i20 und den i30. Laut einer offiziellen Ankündigung vom September 2021 wird Hyundai die Verkäufe von Verbrennerautos in Europa nicht vor 2035 einstellen. Wie wir es von vielen anderen Autos kennen, die sowohl mit Verbrenner als auch mit Elektromotor angeboten werden, sieht der Insta seinem Benzinerbruder Kaspa zum Verwechseln ähnlich, mit den gleichen schrillen Designdetails. So erkennen wir ein mittlerweile Hyundai-typisches minimalistisches Frontdesign mit pixelartigen Tagfahrlichtern und runden Scheinwerfern darunter. Am Heck wird das Pixeldesign mit einer fast durchgehenden LED-Leiste fortgesetzt, die in der Mitte durch das Hyundai-Logo unterbrochen wird. Darunter liest man den Insta-Schriftzug. In einem der L-König-Fotos erkennt man außerdem, dass die Ladeklappe vorne in etwa an der gleichen Stelle wie beim größeren Kona Electric montiert ist. Der Innenraum dagegen wird wohl etwas anders aussehen als beim Verbrenner. Das Setup mit den beiden Displays wird nämlich für den europäischen Markt verändert. Es gibt ein Instrumentendisplay hinter dem Lenkrad im Querformat sowie einen deutlich höher angeordneten Touchscreen. Letzterer scheint allerdings beim Elektromodell größer und breiter zu sein. Habt ihr eigentlich schon die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und den Elektronauten. Neu dazugekommen ist das Space Nebula und Comic Design. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Der 3,6 Meter lange und 1,57 Meter hohe Hyundai Insta kommt also auf den europäischen Markt. Über die Reichweite spricht Hyundai von 355 Kilometern WLTP mit einer Akkuladung. Was wirklich beeindruckend ist für die Größe. Da dürfen wir auf die Tests unter realen Bedingungen gespannt sein. Bisher hat Hyundai jedoch offiziell noch keine weiteren Informationen über das batteriebetriebene Modell und seinen geplanten Marktstart veröffentlicht. Bei den aktuellen L-König-Tests aber benchmarkte man den Insta gegen andere kleine Elektros wie den Fiat 500e und den VW e-up. Was die Größe betrifft, dürfte der elektrische Insta also etwa zwischen den beiden liegen. So wie der Kona Electric teilt sich der Insta die jeweilige Plattform mit Verbrenner-Derivaten und sitzt nicht auf einer eigens entwickelten E-Plattform wie etwa Hyundais Ioniq 5, Ioniq 6 und der kommende Ioniq 7. Beobachter vermuten, dass der Hyundai Insta mit einem variablen Elektromotor ausgestattet und von dem US-Unternehmen Borgwana geliefert wird. Dieser Motor kann 135 kW oder 184 PS leisten, dürfte jedoch auf das Kompaktformat abgestimmt werden. Hyundai setzt mit diesem Schritt ein Zeichen, dass es die Elektromobilität nicht auf größere Fahrzeuge beschränkt sieht, sondern auch kompakte, alltagstaugliche Elektroautos für den Massenmarkt produzieren möchte. Mit dem Insta könnte das Unternehmen Käufern in Deutschland und Europa eine attraktive Option bieten. Demnach könnte man erstmal von einem Startpreis unter 25.000 Euro ausgehen. Sehr bald schon sollen mehr Infos kommen und da gibt's dann natürlich ein neues Video. Aber was denkt ihr, was der bei uns kosten wird? Und wäre der Hyundai Insta überhaupt was für euch?
Sagt mir das gerne in den Kommentaren. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen. Die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!